Vinylboden im Küchenbereich ist unser heutiges Thema. Ich, David Fuchs, will Ihnen das präsentieren und bin heute auf einer Baustelle bei einem Kunden. Die Küche hat ja als Raum einen irgendwo einen ganz speziellen Schwerpunkt, dass man sagt, das ist ja natürlich der Raum, wo sehr viel Bewegung ist auf der Oberfläche. Wenn wir so Anrufe bekommen von Kunden, die sagen, ach, mein alter Boden ist verschlissen, dann fragen wir auch, wo meinen Sie das? Fast immer im Küchenbereich. Gerade wenn Stühle oder Tische dort stehen, ist der Anspruch auf den Boden in der Küche häufig am allergrößten im ganzen Raum. Von daher müssen Sie einen Boden nehmen, der sehr robust ist. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich wird dort mit Feuchtigkeit gearbeitet. Gespült, gewaschen, es wird gekocht, es wird alles Mögliche gemacht, die Kinder sitzen am Tisch, es wird was vergossen. Oder es muss auch mal schnell was abgewischt werden. Also muss auch irgendwo ein Boden her, der sehr feuchtebeständig ist. Oder natürlich irgendwas Spitzes, Schweres fällt runter. Das passiert ja gerade in der Küche. All diese Dinge vereinen sich im Vinylboden. Das ist der ideale Boden für den Küchenbereich. Wir wollen das hier verlegen. Wir haben hier einen Einsatz, zeigen wir Ihnen gleich auch in der Nahaufnahme, wo wir das auf alte Fliesen drauflegen. Also für die Renovierung super geeignet. Wie Sie jetzt hier sehen, haben wir hier die alten Fliesen drin. Da soll ein neuer Boden rein und der Vinylboden ist ja von seinen Eigenschaften, wie wir das eben ja schon gehört haben, ideal dafür geeignet, aber auch um was draufzulegen. Das heißt ein ganz flacher Aufbau. Wir haben ja nur 5-6 mm mit einer Trittschalldämmung, 7 mm Aufbau auf alte Fliesen. Und so wie Sie hier die Fliesenmuster sehen, es sind ungefähr so 5 mm, relativ ist die Fuge weit oben, ist das kein Problem. Ich möchte Ihnen das jetzt zeigen, wie das geht, worauf Sie zu achten haben, was Sie für Materialien und Werkzeuge brauchen. Wir haben hier, hat der Kunde sich entschieden, von der Marke Planeo Objekt Plus den Vinylboden reinzulegen, das tun wir auch gleich. Welche Werkzeuge benötigen Sie? Ganz einfaches Cuttermesser, muss relativ scharf sein, ein Bleistift und ein Zollstock, um später irgendwelche Bereiche abzumessen. Ich lege jetzt los, werde die Trittschalldämmung auslegen und will Ihnen das in diesem Video zeigen, wie simpel das ist. Wichtig wäre, dass Sie bei der Marke Planeo die DB Cover als Trittschalldämmung verwenden. Bitte keine andere. Wir bauen Ihnen das bei uns in den Shop auch so ein, dass Sie bei der Trittschalldämmung nur die auswählen können. Nehmen Sie die bitte auch. Die hat jetzt diese Farbe, die ist sehr gut geeignet, hat 1,5 mm Aufbau und wird in dieser Art verlegt. Die Folienseite kommt zum Boden hin, die raue Seite, die hat eine rutschhemmende Funktion, kommt nach oben. Und das war es eigentlich auch schon. Sie achten darauf, dass Sie diese Stellen nicht überlappen, die sollen Stoß auf Stoß, ganz wichtig. Also nicht überlappen, Stoß auf Stoß und dann kann es auch losgehen. Sie können es am Ende danach einfach mit einem Cuttermesser abschneiden. Und dann geht es auch los. Sie nehmen die erste Diele und achten darauf, dass Sie die schmale Seite von der Klickverbindung zur Wand hinschieben. Sie haben eine breite Seite und eine schmale. Die schmale zur Wand drücken Sie ganz dran und später mit den Restabschnitten werden wir, wenn ein paar Reihen verlegt sind, es zurückziehen und die 5 mm hinten als Abstand halten. Einfach die Restabschnitte hinten nachher dran legen. Das reicht. Ich lege es dran und zeige Ihnen jetzt, wie die erste Verbindung geht. Die Planeo Marco hat eine sehr gute Klickverbindung, gerade auch in der Stirnseite. Das ist bei ganz vielen Herstellern ein Problem, die Stirnseite. Hier nicht, weil wir eine saubere Klickverbindung haben, also nicht einfach irgendwas von oben runter, sondern sie wird wirklich verriegelt. Sie legen das von oben rein, wippen das ein bisschen. Bei der ersten Reihe unbedingt achten, dass hier Stoß auf Stoß exakt in einer Flucht ist. Das ist ganz wichtig in der ersten Reihe. Ich richte das aus. Merke das mit dem Finger, jawohl, das passt, und wippe das runter. Und in dem Augenblick zieht sich das Material wie so ein Keil dicht dran und die Oberfläche ist verriegelt. Sehr gut. Wir sind an einem letzten Stück der Reihe und dieses Stück soll reingearbeitet werden und das ist ganz simpel. Wir legen die Diele so hin, dass die Klickverbindung jetzt hier eigentlich reinpassen würde. Also achten Sie drauf, die Verbindung, als wenn Sie die jetzt hier reinklicken können. Geht natürlich nicht. Aber die Dielenrichtung sollte so sein. Jetzt drehen Sie das einmal und legen das jetzt so dran, Bleistift, und markieren sich die Stelle.
Jetzt kommt unser wunderbares Cuttermesser. An dieser Stelle schneiden wir das jetzt einmal ab. Sie nehmen das Cuttermesser, haben so einen Anschlag, dass Sie das schön lang führen können. Und das Gute ist, Sie brauchen bei dieser Art beim Vinylboden gar nicht so viel Kraft anwenden. Man sollte nur die Oberfläche anritzen. Also Sie müssen jetzt nicht wahnsinnig viel Druck aufbringen. Das war's. Und hier nehmen Sie gleich die Diele und teilen das auseinander. Ich will Ihnen jetzt live hier einmal zeigen, wie schön und einfach das ist, so eine Diele auseinander zu machen. Sie haben ja gesehen, ich habe den Schnitt gemacht. Die Diele liegt schön auf meinem Knie und jetzt drücke ich beide Seiten mit den Armen runter. Bei der Planeo-Vinyl-Geschichte ist das so simpel. Sie ziehen das lang und Sie merken dann irgendwann, oh, das öffnet sich das Material. Und das war's. So haben Sie das Material getrennt. Kein Staub, kein Dreck, nichts. Sie haben den Schnitt gemacht und können jetzt die Diele verarbeiten. Wir haben jetzt das Stück rausgeschnitten, das lege ich jetzt rein. Auch wieder in dem gleichen Klickprinzip, das ich Ihnen vorhin erklärt habe. Es wird reingewippt. Achten darauf, dass das genau in der Flucht ist für die nächsten Reihen. Legen es runter, die Verriegelung ist da, Sie schieben es an der Wand dran, fertig. Erste Reihe liegt, es kann losgehen. Diese Diele haben wir vorhin abgeschnitten, das ist davon übergeblieben. Die verwenden wir gleich in der zweiten Reihe. Bitte darauf achten, alles was kleiner wie 30 cm ist an dieser Stelle Ausschuss. Wegschmeißen, dann beginnen Sie mit der neuen Reihe. Ganz wichtig, dieser Absatz darf nicht kleiner wie 30 cm sein. Das ist wirklich wichtig und darauf sollten Sie achten. Wir legen jetzt die zweite Reihe rein, wippen das nach unten und jetzt kommt ein kleiner Trick, wie ich diese Verbindung hinbekomme. Was mache ich jetzt? Wie tue ich denn das? Erst die ganze Seite, die ganze Längsseite runter und dann irgendwie versuchen rüber zu ziehen, das wäre verkehrt. Oder versuchen die ganze Reihe ineinander zu klicken und mit 2, 3 Mann die ganze Reihe reinzuwippen. Auch verkehrt. Sie können es wunderbar alleine machen. Da gibt es ein paar Tricks, die zeige ich Ihnen. Sie nehmen jetzt die Diele und wie vorhin in der ersten Reihe, erst die Stirnseite wird reingewippt. Achten Sie drauf, wenn Sie jetzt die Diele runterlegen, entsteht hier eine Lücke. Und das muss auch so sein. Wir verbinden erst die Stirnseite und jetzt kommt unser Schlagklotz. Gleich kommt die Längsseite. Das können Sie ganz, ganz einfach hier oben reinschlagen. Wir zeigen Ihnen das gleich in der Nahaufnahme. Das war's schon. Die Diele ist komplett drin. Einmal die Klickverbindung ist sauber verarbeitet. Erst die Stirnseite, die Längsseite mit so einem Schlagklotz. Geht ganz, ganz simpel und Sie können wunderbar alleine arbeiten. Und die nächsten Reihen machen Sie genau in dem gleichen Prinzip. Die Fläche ist verlegt, ein Vinylboden im Küchenbereich ist absolut gut geeignet. Sehr robust, stoßunempfindlich, feuchte Resistenz, das kann man hier auch wunderbar mal zeigen. Wenn man sowas hinschmeißt, der Klotz hat ca. 1 Kilo Gewicht, das ist für die Küche hervorragend. Nicht jedes Geschirr geht sofort zu Bruch, weil das relativ elastisch ist, der Boden. Also Küchenboden ganz, ganz toll. Auch wenn man sagt, ja Mensch, daraus habe ich getrunken, wasserresistent, man kippt das hier so rein, ist überhaupt kein Problem für einen Vinylboden, ist im Küchenbereich, spielt das überhaupt keine Rolle, hält das aus, wunderbar. Für alle, die da irgendwo einen Zweifel haben, mit diesem Video wollten wir Ihnen das zeigen. Im Küchenbereich können Sie einen Vinylboden hervorragend nehmen. In diesem Falle hat der Kunde Planeo Objekt Plus gewählt. Eine breite Diele ist das Dekor Smoky Oak Gold. Können Sie bei uns im Shop finden oder Sie melden sich, rufen an. Wir zeigen Ihnen das auch. Ein ganz, ganz hervorragendes Produkt, wunderschönes Dekor. Wir wollten Ihnen das mit diesem Video eben zeigen, wie simpel es einfach ist. Diese Fläche, ca. 13 Quadratmeter, haben wir in 1,5 Stunden verlegt gehabt. Das können Sie auch. Rufen Sie an, melden sich, wir freuen uns auf Sie. Alles Gute noch.